23.03.2023, zweites Jahr und Tag 27 im Ukraine-Krieg. Bei Awdijiwka findet aktuell der größte Panzerkampf seit Kriegsbeginn statt. Falls du das nicht mitbekommen hast, dann drück jetzt auf den Abonnieren-Button. Somit bleibst du immer aktuell und informiert. Außerdem sind fast 80% meiner wiederkehrenden Zuschauer keine Abonnenten, aber nur so können wir den Algorithmus hinter YouTube ankurbeln und mehr bewirken als andere. Nun zur Lage bei Awdijiwka selbst. Die Russen versuchen einen Durchbruch im Norden zu erzwingen, um einen Kessel um die Stadt zu bilden. Ähnlich wie sie es ja bereits bei Bachmut auch schon versucht hatten. Dafür setzen sie gerade extrem auf Panzer, um ihre Ziele durchzusetzen. Jedoch mit mäßigem Erfolg. Sie machen zwar langsam Fortschritte, jedoch unter hohen Verlusten. Um diesen Angriff fortzuführen, wurden anscheinend auch Truppen aus anderen Frontbereichen abgezogen, unter anderem auch aus Bachmut. Bachmut selbst hat sich in den letzten Wochen nur minimal verändert. Wir haben es ja alle auf den Lagekarten gesehen. Weder im Norden noch im Süden gibt es nennenswerte Erfolge auf Seiten der Russen. Es scheint, als hätte die russische Offensive bei Bachmut ihren Höhepunkt bereits überschritten und ist nun im Begriff zu kollabieren. An der Südflanke hat sich die Situation sogar deutlich verschlechtert, da es den ukrainischen Streitkräften gelungen ist, Iwanivsk und den Raum vor der Ortschaft großflächig zu säubern und somit die Verbindungswege nach Bachmut an dieser Stelle zu sichern. Im Norden konnte die Ukraine Stellungen der Gruppe Wagner bei Chromowe erobern, das ist hier am blauen Marker, um diese immer mehr von der Hauptstraße zu drängen. Dass die Offensive der Russen ins Stocken gerät, haben sie auch bemerkt, da sie damit begonnen haben, Reserven aus Bachmut abzuziehen und nach Awdijiwka zu bringen, um dort einen Durchbruch mit den Panzern zu erzwingen. Wie ich schon bei der Lage um Awdijiwka sagte, tobt dort gerade die größte Panzerschlacht seit Kriegsbeginn. Die Russen fürchten nun anscheinend eine große Offensive der ukrainischen Streitkräfte bei Bachmut, da ihre Truppen dort mittlerweile zermürbt sind und die Moral als auch die Kampfkraft der Soldaten an dieser Stelle gesunken ist. Ebenfalls hat Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, auch gesagt, dass ohne Unterstützung die Front an mehreren Stellen fallen wird. Da gerade Truppen abgezogen werden, um in Awdijiwka zu kämpfen, entfällt diese Unterstützung. Somit ist gerade die Lage eingetreten, die der Wagner-Chef immer vermeiden wollte. Erstens, die Gruppe Wagner wird weitläufig alleine eine Front halten müssen, für welche sie unterbesetzt ist. Zweitens, die Gruppe Wagner hat einen akuten Munitionsmangel, welchen sie immer noch nicht beheben konnten. Drittens, ohne die Rekrutierung von Gefangenen ist der Nachschub an Söldnern stockend. Viertens, ohne die Hilfe der Streitkräfte kann die Stadt nicht erobert werden. Er hatte ebenfalls die Befürchtung, dass er eines Tages zurückgelassen und nicht mehr unterstützt wird und daraufhin eine Rückeroberung von Bachmut bevorsteht. Wenn dies passieren sollte, dann sagte er selbst, dass man ihn und Wagner in Russland für die schlechten Entscheidungen der Kommandeure verantwortlich machen würde. Nun scheint es immer mehr in diese Richtung zu gehen, denn vor einigen Tagen berichtete ich euch, dass laut verschiedenen Berichten und Nachrichtensendern 20 Brigaden der ukrainischen Armee vor Bachmut zusammengezogen wurden. Wenn du das auch nicht wusstest, dann ist es jetzt wirklich an der Zeit, den Abo-Button zu drücken, um die Glocke zu aktivieren. Weil ich mich nicht in jedem Lagebericht wiederholen möchte und das wäre auch nicht fair den anderen Abonnenten gegenüber. Und jetzt kommt noch die Meldung von Kiew selbst zu der Lage. Wir merken uns davor aber einmal Folgendes. In Bachmut scheint ein Vorrücken für Russland nicht mehr möglich zu sein. Die Soldaten vor Ort sind größtenteils kampfmüde und schlecht versorgt. Viele Soldaten wurden nach Awdijiwka abkommandiert. Demnach fehlen sie in Bachmut und vor Bachmut sollen ja ukrainische Brigaden zusammengezogen worden sein. Zusätzlich hat Kiew nun selbst eine Offensive bei Bachmut angekündigt, um die Nachschubswege zu sichern. Ob das nur eine Finte der Ukraine ist, da eine Offensive auf Mariupol oder Melitopol sinnhafter wäre, denke ich persönlich aber nicht. Es ist viel eher möglich, dass die Ukraine mehrere Offensiven beginnen wird, welche den Frontverlauf drastisch verändern werden. Und da schauen wir jetzt auch noch einmal hin. Wir befinden uns ja jetzt hier bei Saporischschja. Hier wurden die letzten Tage die Verteidigungen der Russen durch ukrainische Angriffe ausgetestet. Laut russischen Quellen konnten AFU-Soldaten in die ersten Verteidigungsstellungen der russischen Streitkräfte eindringen.
Da man im Moment noch wenig über diesen Sektor hört, gehe ich nicht von einer Großoffensive aus, sondern eher von einem geglückteren Austesten der Verteidigungen. Falls etwas Neues passieren sollte, melde ich mich umgehend. Und bis dahin kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.